Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr auf der Suche nach einem Speicher seid, der eine DC-Ladestation dabei hat, die sogar bidirektionales Laden unterstützt und dabei auch noch intelligent dynamische Strompreise einbinden kann, dann seid ihr jetzt hier richtig. Ich spreche jetzt mit Sven von SiC Energy über das System. Viel Spaß, los geht's! Sven, grüß dich. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, schön, dass du bei uns am Stand bist. Ja, danke. Und du bist Verantwortlicher für den Vertrieb von SiC Energy, richtig? Genau, in der Dachregion, ja. Das ist prima. Und ich möchte dich ein bisschen fragen, aus Kundensicht sozusagen, was euer Speicher kann, was euer ganzes System kann. Ja. Und lass uns doch gerne mal direkt mit dem Speicher starten. Wir stehen ja hier direkt daneben. Erzähl doch mal gerne ein bisschen was. Was macht den Speicher aus? Ja, den Speicher macht seine Kompaktheit und Intelligenz aus. Ja. Und die Einfachheit der Installation. Du kannst es hier schon sehen, du kannst nirgendwo Kabel erkennen. Das liegt daran, dass alle Komponenten aufeinander gestapelt werden und ich keinerlei Kabel für Verbindungen benötige. Wie geht der Kontakt da? Wie kommt der Kontakt zustande? Da sind Konnektoren eingebaut. Von unten ein Stecker, von oben eine Buchse, die stecke ich aufeinander, fertig. Okay. Und wie ist die Speichergröße, wie ist die Leistung des Speichers? Das ist immer etwas, was die Zuschauer sehr interessiert, weil man natürlich je nach Situation zu Hause mehr Leistung, weniger Leistung, die Kapazität anpassen möchte. Da bieten wir außerordentlich große Bandbreite an. Wir starten bei 5 kW und gehen hoch bis 25 kW. Ja. Und haben dazwischen noch weitere Abstufungen. Okay. Immer natürlich im dreiphasigen Betrieb. Und immer hat der Wechselrichter, das hier oben ist quasi der Energy Controller, Ja. mit Hybridwechselrichter und Batteriemanagement, hat immer die gleichen Abmessungen, egal welche Ausgangsleistung. Okay. Und in einem Modul, wie viel Kapazität habt ihr da? Wir haben 2 unterschiedliche Kapazitäten, 5 und 8 Kilowattstunden, die wir auch frei miteinander kombinieren können. Okay. Man kann insgesamt bis zu 6 Batteriemodule aufeinander stapeln, plus den Energy Controller. Bedeutet maximal habe ich 48 Kilowattstunden, ich kann aber auch das Gerät mit 5 Kilowattstunden ausstatten. Okay. Und die genannte Leistung, die du meintest, die 5 kW bis 25, das ist aber dann abhängig davon, welchen Wechselrichter ich nehme noch? Oder ist das immer? Genau. Das hängt vom Wechselrichter ab und natürlich von der Anzahl der Solarmodule, die auf dem Dach installiert sind. Ja. Und sicherlich auch von der Anzahl der Batteriemodule, weil mit einem kleinen 5 Kilowattstunden Speicher werdet ihr keine so hohe Entladeleistung haben. Ne? Das ist richtig, absolut. Wir sind völlig frei in der Kombination. Tatsächlich könnte ich theoretisch auch ein kleines Modul mit dem größten Wechselrichter kombinieren. Aber du sagst das ganz richtig, die Lade- und Entladeleistung steigt natürlich mit der Anzahl der Batteriemodule, die installiert sind. Beispiel, wenn ich jetzt 2 mal 8 Kilowattstunden oder ja, so wie wir es hier aufgebaut haben zum Beispiel, installiere, da habe ich 8 kW B- und Entladeleistung. Okay. Für die Batteriemodule. Ja. Erweiterbarkeit, weil wir von Modulen sprechen. Wie ist das? Wenn ich jetzt anfange mit einer kleinen PV-Anlage oder mit einem kleinen Speicher und sage, ich möchte erstmal Erfahrungen sammeln, wie viel mehr an Eigenstrom bringt mir das, wie viel Autarkie und ich merke, ich möchte erweitern, nach 2 Jahren zum Beispiel. Ist das problemlos möglich? Problemlos möglich. Das Neuartige an den Batteriemodulen ist, dass sie völlig unabhängig voneinander be- und entladen werden können. Okay. Ja? Wir haben es technologisch so aufgebaut, dass es diese alten Grenzen, dass jedes Batteriemodul alle anderen beeinflusst, die haben wir aufgehoben. Und so kannst du im Grunde auch nach 5 Jahren noch ein neues Batteriemodul nachrüsten. Oder ganz wichtig für den Installateur, wenn er mal eins austauschen muss, er muss keinen Angleich des Ladestands machen, des SOCs. Ja. Das passiert automatisch. Passiert automatisch im Gerät. Sven, was mich interessieren würde, ist, was hat es hiermit auf sich? Was kann ich hier sehen? Was kann ich einstellen als Kunde? Ja, das ist eine Schnellinformation. Das ist nur ein Display. Da kann ich hier oben sehen, habe ich eine Internetverbindung, ist meine AC-Seite richtig verbunden, ist meine DC-Seite, also die Solarmodule richtig verbunden. Ich kann hier sehen, ob ein DC-Charger angeschlossen ist und hier sehe ich, ob die Batterie B- oder entlädt. Im Moment entlädt sie, wenn sie blau blinkt. Was macht sie, wenn sie beladen wird? Dann blinkt sie grün. Okay. Und ich habe hier an der Seite schon gesehen, da ist sogar so ein LED-Streifen. Genau. Der ist damit gekoppelt quasi. Ja, da haben wir so kleines Spielzeug eingebaut. Der Kunde kann die Farbe verändern und er kann auch den Modus verändern, was dieser LED-Streifen überhaupt tut. Ja. Aber ich sag mal, als ganz praktisches Feature kann ich mir zum Beispiel den Ladezustand anzeigen lassen und ebenfalls über die Farben Blau und Grün, ob entladen oder beladen wird. Ist das ein Hochvoltsystem?
Beides. Wir haben sozusagen im Batteriemodul haben wir Großzellen verbaut. Das heißt, wir haben eine relativ niedrige Spannung, so zwischen 30 und 40 Volt. Ja. Aber auf dem Bus, da wo wir die miteinander verbinden und wo es zum Wechselrichter geht, da spannen wir flexibel auf bis zu 900 Volt hoch. Okay, super. Ein Riesenthema immer noch. Erweiterbarkeit haben wir jetzt gehabt. Garantie. Was gebt ihr da? Weil das ist auch was viele interessiert. Die Zellzyklen vom Speicher und natürlich auch die Garantie als Sicherheit. Ist ja ein Investment, so ein Speicher, kostet viel Geld. Ja. Kannst du dazu was sagen? Kann ich sagen. Wichtig bei einer Garantie ist ja die Transparenz und auch sozusagen die Einforderbarkeit. Da haben wir sehr viel dafür getan, dass das sehr, sehr einfach ist. Garantie fängt direkt an zu laufen mit der Inbetriebnahme. Keine Garantiekärtchen oder ähnliche Dinge, die man irgendwem schicken muss, sondern das wird direkt bei uns im System erfasst. Ja. Es ist auch sehr transparent, wie zum Beispiel eine Kapazität zu messen ist. Es ist fein beschrieben, unter welchen Rahmenbedingungen. Und wir liefern 10 Jahre Garantie auf dieses Produkt mit den ausreichenden Zyklen, um mit einer Solaranlage betrieben dieses Produkt auch 10 Jahre zu betreiben. Ja. Muss ich etwas tun in dieser Betriebszeit von 10 Jahren, um die Garantie aufrechtzuerhalten? Also ich sag mal eine jährliche Wartung oder ähnliches? Eine Wartung ist überhaupt gar nicht notwendig. Das Produkt ist in der Schutzklasse IP66, das bedeutet für die Außenaufstellung. Das heißt, es ist komplett gekapselt, es gibt keine Filter oder Dichtungen oder ähnliche Dinge, die man warten oder austauschen muss. Es ist also komplett wartungsfrei. Weil du es gerade angesprochen hast, für den Außenbereich geeignet. Ich habe mich ja schon einmal kurz auf der Messe in Bremen damit beschäftigt und ich weiß, ihr habt ja das DC-Lademodul. Daher ist es sinnvoll mit dem Außenbereich im Carport oder in der Garage, wenn ich das Auto laden will. Wir sprechen hier jetzt ja gerade über das Herzstück und ihr habt aber noch mehr. Ihr habt ja ein ganzes System. Ich kann dynamische Strompreise einbinden, da würde ich gerne auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber wie ist das mit dem Laden? Das ist ja etwas, was ganz besonders bei euch ist mit dem Modul fürs Laden. Absolut. Wir bieten da 2 Versionen an. Und hier stehen wir eigentlich direkt schon vor der Neuheit eines DC-Laders. Also gleich. Das ist der jetzt hier? Das ist der hier. Okay. Ja, du erkennst ihn quasi an diesem RFID-Symbol. Ja. Ja, weil wir liefern ja quasi hier solche RFID-Karten mit aus. Ja. Und die kann man dann hier anhalten und dann entsperrt man quasi den DC-Charger, damit man laden kann. Denn wie du schon sagst, er steht ja dann draußen beim Auto, in der Garage, im Carport, am Stellplatz. Und man möchte natürlich verhindern, dass der Nachbar einen Strom klaut. Also das haben wir berücksichtigt. Und er wird quasi immer mit dem Speicher zusammen verbaut. Er muss also auf dem obersten Batteriemodul aufgesteckt werden und unterhalb des Wechselrichters. Okay. Warum ist das so? Das hat regulatorisch sehr viele Vorteile. Dieser Lader ist bidirektional. Okay. Kann also ein Fahrzeug auch entladen. Könnt ihr das schon? Das können wir tatsächlich schon. Ja. Mit einzelnen Fabrikaten haben wir es schon gezeigt. Mit dem NIO in Asien zum Beispiel ist es jetzt schon möglich. Von unserer Seite mit jedem Fahrzeug. Ready to Viele go. Fahrzeuge haben allerdings noch Sperren eingebaut, sodass wir jetzt mit jedem einzelnen Grunde das implementieren müssen. Okay, aber zukunftsmäßig super interessant. Also für ganz, ganz viele. Ich werde immer gefragt, was gibt es da für Lösungen? Scheint so zu sein, als hättet ihr eine Lösung und da ist nur die Frage, ja, welcher Hersteller macht es mit quasi. Ne? Also die Autohersteller sind jetzt am Zug. Die Autohersteller sind absolut am Zug. Wir haben das entsprechende Protokoll implementiert. Ja. Uns kann losgehen, um zukünftig auch sein eigenes Haus zu versorgen. Ja. Im Notfall. Und Schön. hier sehen wir dann wunderbar, ne? Das sind die CCS2-Stecker, wie wir sie auch von Schnellladern bei Tesla oder Ähnlichen kennen, an der Autobahn. Das habe ich dann zu Hause und ich bin auch fast genauso schnell unterwegs. Naja, 25 kW. Ja gut, aber 25 kW ist ja deutlich mehr als eine 11 kW Wallbox. Absolut. Muss ich da ja eine extra Beantragung beim Netzbetreiber für machen? Weil normalerweise bei 22 kW ja schon. Das ist ein strittiger Punkt aus meiner Sicht, ne? Weil der Punkt ist ja, die Leistung kommt ja hauptsächlich von unserer Gleichstromseite, also aus der Batterie oder direkt aus der Solaranlage. Ja. Und am Ende entscheidet ja die Leistung des Energy Controllers darüber, wie stark überhaupt vom Netz bezogen wird. Ja. Das heißt, Beispiel, ich habe einen 10 kW, der klassische 10 kW Energy Controller, dann muss ich nichts anmelden, denn mehr als 10 kW kann der nicht ziehen. Ja. Ne? Aber Der das Rest 25 kW System zum Beispiel, da wäre es ja möglich, ne? Nein, nicht aus dem Netz.
Der Rest kommt aus der Batterie und aus der Solaranlage gleichstromseitig ganz direkt, Ja. ohne das Netz überhaupt zu belasten. Okay, alles klar. Also muss es nicht extra angemeldet werden. Muss man, je nachdem, vermutlich, ne, das sind ja auch Dinge, die müssen ja auch sich erst einrütteln. Vermutlich, wenn man einen 25 kW Energy Controller einbaut mit einem Gleichstromlader, dann wird es sicherlich irgendwo eine Anmeldepflicht geben. Oder weil es ja auch nur ein Papierschrieb an den Netzbetreiber und dann geht es auch, ne? Ja, okay. Aber einfach mal interessant, dass man es im Kopf hat. Genau, da sieht man, das ist einfach noch neu. Nicht alle Pfade sind schon ausgetreten. Ja. Aber ihr habt auch eine Wir AC-Ladestation. haben auch eine AC-Ladestation. Das heißt, Diese hier, ja, die ist ganz klassisch. Die hat 11 kW Ladeleistung, kann auch 22 haben, aber die meisten Fahrzeuge können ja eigentlich nur 11 kW. Das Spannende hieran ist natürlich, ich muss nicht den ganzen Speicher zum Auto bringen. Ich kann es ganz klassisch lösen. Speicher im Keller, Wallbox beim Fahrzeug. dann brauche ich dementsprechend auch nicht das Lademodul in dem Speicher integrieren, sondern habe Braucht man einen nicht. Speicher. Genau, ist rein optional und man kann natürlich beides haben, ne? Aber man kann es frei wählen. Ja, okay. Bevor wir jetzt gleich zu den dynamischen Stromtarifen kommen, das ist ein super spannendes und aktuelles Thema. Wie sieht es aus mit Ersatzstrom? Bietet ihr da was? Haben wir auch. Ja. Kann ich dir auch ganz direkt zeigen. So, Nils, hier sind wir. Das Ja. ist das Gateway, das Okay. du zusätzlich zu unserem Speicher einbaust, wenn du Netzersatzbetrieb deinem Kunden anbieten möchtest. Das Tolle an diesem Gateway ist, dass alles inklusive ist in diesem Gehäuse. Das heißt, der Elektriker muss nur noch quasi vom Netz direkt auf diese Box gehen, wieder zurück in die Hauptverteilung und einmal den Siegen Store anschließen, fertig. Ja. Alles andere ist vorverkabelt. Gibt es irgendwelche Momente, wo ich das merke? Ich sag mal 3 Sekunden Umschaltzeit oder ähnliches, oder wie schnell seid ihr da? Wir sind da völlig unterbrechungsfrei. Der Kunde wird tatsächlich überhaupt nichts merken. Okay. Kriegt er dann, weil er nichts merkt, eine Push-Nachricht aufs Handy, dass wir jetzt gerade Ersatzstrombetrieb haben Genau. oder Er ähnliches? bekommt einen Alarm aufs Handy Ja. und dort kann er sehen, dass er im Notstrombetrieb ist. Ja, weil das ist ja echt super sinnvoll einfach. Ne? Ja. Sonst macht man ganz normal weiter, lädt das Auto und hat keinen Strom mehr. Ja, so ist es. Und er würde es auch liefern, weil du kannst hier bis zu 50 kW absichern. Ne? Ja. Kommt natürlich darauf an, wie viele Batterien hast du installiert, was hast du für einen Energy Controller installiert. Aber das Gateway kann bis zu 50 kW. Okay. Das bedeutet wirklich eine Menge. kompletter Haushalt, selbst mit einer Wallbox. Ja, und selbst mit Wärmepumpe alles gleichzeitig. Genau. Okay. Und wie kriege ich jetzt dynamische Strompreise eingebunden? Wie managt ihr das, damit das Auto auch dann geladen wird, wenn die Preise niedrig sind, attraktiv Ja. sind? Ist eigentlich super einfach, kann der Endkunde über die App selber machen. Also hier seht ihr, so sieht das dann aus. Ne? Ja. Das ist die Endkundenansicht, schön mit Haus, mit dem Siegen Store, mit der Wallbox und man sieht, wie die Energieflüsse sind. Und jetzt kann man hier unterschiedliche Modi einstellen. Ja? Und oft hat man eben diesen Eigenverbrauchsmodus, der klassische Eigenverbrauchsmodus. Möglichst viel eigenen Solarstrom. Möglichst viel eigenen Solarstrom. Aber jetzt haben wir auch diesen Siegen KI-Modus. Künstliche Intelligenz, ich habe es schon angesprochen. Wir versuchen viel künstliche Intelligenz zu benutzen, weil die Dinge durch diese Integration ja immer komplizierter werden. Ja. Aber sie werden nur genutzt vom Kunden, wenn es einfach bleibt. Ja. Und die KI hilft uns dabei. So, jetzt kann ich als Endkunde einfach sagen, ich habe jetzt einen dynamischen Stromtarif und den möchte ich jetzt nutzen und möchte, dass der Siegen Store optimiert wird. Dann sage ich einfach hier aktivieren und here we are. Und wenn ich jetzt meinen Anbieter einbinden will, seid ihr da offen? Könnt ihr mit Tibber, könnt ihr mit Avatar, könnt ihr mit mehreren? Oder? Wir können mit allen. Das ist das Besondere, denn wenn du hier mal schaust, die Strompreise, die wir hier importieren, sind die Strompreise der europäischen Strombörse. Ja. Und auf denen wird eigentlich jeder dynamische Tarif aufgebaut. Ja, das stimmt, ja. Sodass völlig unabhängig, wen du hast, kannst du hierauf jetzt optimieren lassen. Die Abrechnung funktioniert dann natürlich wieder über deine Anbieter. Ja, okay. Das nutzen wir rein für die Optimierung. Ja. Und das heißt, ich brauche als Kunde hier nichts extra einstellen, sondern ich stecke meine Geräte, zum Beispiel das Elektroauto, als großen Verbraucher ein, gebe eine Abfahrtszeit ein und dann entscheidet das System auch, wann ist der beste Zeitpunkt, dieses Auto günstig aus der Photovoltaikanlage oder auch aus dem Speicher oder
mit niedrigen Strompreisen aus der Börse direkt aus dem Netz zu beladen. Dann. Da kommt jetzt die KI ins Spiel. Ja. Die KI kann natürlich lernen und sie lernt deine Verbrauchsmuster und sie lernt auch, was zum Beispiel Wetterprognosedaten, die wir auch einspielen, an meinem Standort bedeuten. Ja. Im Sinne von Produktion. Und das jetzt kombiniert mit dynamischen Stromtarifen ergibt dann eben eine optimierte Lade- und Entladestrategie für die nächsten 36 Stunden. Ja. Und dann gibt es neue Tarife, die dann wieder dazu führen, es wird optimiert. Okay, super. Noch eine ganz, ganz wichtige Frage, was viele auch interessiert. Ich habe es gerade schon kurz angesprochen, die Wärmepumpe. Kriegt man die bei euch auch super integriert? Also habt ihr da Schnittstellen um eine Wärmepumpe? Angenommen, jemand hat schon eine und möchte euer System dazu kaufen, dass er die von der Konnektivität verbunden kriegt? Ja, also wir arbeiten da mit Smart Home Systemen zusammen wie Clever PV Solar Manager, wo wir jetzt gerade dran sind, die zu implementieren. Das wird jetzt noch 1-2 Wochen dauern. Dann ist es passiert. Und die bieten dir natürlich optimale Möglichkeiten, jede beliebige Wärmepumpe quasi intelligent zu steuern. Ja, okay. Und euer System selbst ist SG-Ready kompatibel auch? Oder? Nee, unser System ist nicht SG-ready. Wir bieten potenzialfreie Kontakte für einfachere Verbraucher, um sie einfach SOC und produktionsabhängig an- und ausschalten zu können. Und deswegen sagen wir, Wärmepumpen sind ein so komplexes Thema. Da gibt es so viele Hersteller. Das überlassen wir Leuten, die sich darauf spezialisiert haben, die sauber anzusteuern. Ja. Und deswegen Integration mit solchen Smart Home Systemen. Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung, da zu sagen, hey, wir machen dann eine Partnerschaft und man muss nicht, jeder muss das Rad neu erfinden da irgendwie an der Stelle. Ne? Genau. Schafft man, glaube ich, auch nicht dagegen anzukommen, gegen die Vielfalt Ja. der Möglichkeiten an der Stelle. Ja, und es ist ein Riesenthema, also gerade Bestandsanlagen, Wärmepumpenanlagen auch. Und da gibt es ganz viele Kunden, die sehr enttäuscht sind, wenn da gar keine Möglichkeit besteht, die zu integrieren. Und das ist natürlich dann eine super Lösung. Genau. Ja. Ja. Okay, super. Klasse. Du, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Eindrücke. Nils. Ich habe keine Fragen mehr an dieser Stelle und sage vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. War ein Vergnügen. Viel Spaß. Danke. Danke.